Wenn du das nächste Mal Seidenpapier in einer Verpackung findest, dann bewahre es auf und nutze es für dein nächstes Bild als Untergrund. Es gibt fantastische Strukturen. Schau dir an, wie es geht. Ich habe mich hier für eine Leinwand von 40 x 50 cm entschieden und neben dem Seidenpapier brauche ich auch ein bisschen Packpapier. Wir hatten schon mal ein Video mit Packpapier, das soll hier nochmal ergänzen. Aber natürlich ist der Hauptanteil auf dieser Leinwand dann tatsächlich das Seidenpapier, dieses dünne Papier, was auch zum Einpacken von Geschirr gebraucht wird. Also wenn ihr so etwas habt, immer aufbewahren, es macht wirklich einen super Untergrund. Zum Kleben von Papier nutze ich grundsätzlich Acrylbinder, also den ihr auch zum Anrühren von Spachtelmassen nehmt. Der ist einfach in der Haftkraft viel besser als Kleister. Bei Kleister könnte es passieren, dass euch das Papier abgeht, beziehungsweise dass ihr es wirklich abnehmen könnt, so als wenn man eine Tapete ablösen würde. Mit Binder kann das nicht passieren, da verbindet sich wirklich das Papier mit der Leinwand und ist auch bestens vorbereitet für die nachfolgenden Farbaufträge. Dann feuchte ich die Leinwand noch ein bisschen an mit Wasser. Ganz wichtig aber dann, bevor ihr das Seidenpapier aufbringt, das muss richtig nass gemacht werden. Also einmal auf den Tisch legen und dann ordentlich mit der Sprühflasche einsprühen, dass das ganze Seidenpapier feucht ist. Und dann kommt dieses feuchte Seidenpapier direkt auf die Leinwand. Lasst es locker drauf fallen. Das gibt euch die Möglichkeit, immer noch ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Falten, die jetzt entstehen sollen. Ich steuere das schon ein bisschen und versuche hier eher in der Waagerechten meine großen Faltenbahnen zu haben als in der Senkrechten. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was am Ende für ein Motiv rauskommen soll. Ihr könnt aber auch komplett den Zufall entscheiden lassen. Also hier habt ihr alle Möglichkeiten. Um daraus jetzt einen brauchbaren Untergrund zu machen, wird die ganze Fläche mit Binder versiegelt. Das Aufspachteln des Binders dient jetzt zum einen, um nochmal Haftkraft von oben auf dieses Papier zu bringen, aber auch um Luftstellen, die unten drunter sind, herauszudrücken. Also geht wirklich mit dem flachen Spachtel drüber. Ihr seht das hier, ich drücke das im Grunde auch zur Seite weg und so wird jetzt die ganze Fläche eingespachtelt. Nicht zu dick, sonst verliert ihr die Strukturen, aber schon gleichmäßig eine Schicht, die das Ganze gut versiegelt. Und diese feine Seidenpapierstruktur wird jetzt ergänzt durch dieses kräftige Packpapier. Das ist ein Streifen, den ich jetzt unten aufkleben werde. Der Streifen muss genau wie das Seidenpapier gut angefeuchtet werden. Also hier brauchst du sogar noch mehr Wasser. Und das wird dann durchgeknetet und im Grunde genauso aufgebracht wie das Seidenpapier auflegen und dann mit Acrylbinder von oben nochmal ordentlich versiegeln. Hier ergänze ich jetzt nochmal mit einem kleinen Stückchen, was daraus wird, werde ich später sehen. Und dann kannst du jetzt in diesem Stadium rundherum die Papierränder abschneiden, einfach mit dem Malmesser, das geht sehr gut.
Und so sieht deine Leinwand nach 2 Tagen Trocknen aus. Du musst jetzt einmal komplett alles weiß streichen, damit du einen guten Untergrund für die nachfolgenden Farbaufträge hast. Also einfach Acrylfarbe einmal einpinseln, vielleicht auch ein zweites Mal trocknen lassen und dann kann es weitergehen. Inzwischen sieht unser Papier auf der Leinwand natürlich völlig anders aus. Einmal komplett weißer Untergrund, aber die Strukturen sind erhalten geblieben, die sind gut sichtbar und die lassen sich jetzt natürlich auch farbig gestalten. Beim Aufkleben der Strukturen habe ich ein bisschen in der Waagerechten gearbeitet. Das heißt, es gibt so eine Art Landschaft, die sich hier schon abzeichnet und so wird auch jetzt der Farbauftrag dem folgen. Und für diesen Farbauftrag brauche ich viel Weiß und an Farben ist es dann ein Warmgrau, ein Neutralgrau und Neapelgelb in Dunkel. Und dann brauche ich noch ein bisschen Wasser und mache zuerst den Pinsel nass und dann kann es losgehen und ich starte grundsätzlich mit Weiß, damit ich einfach erstmal einen Untergrund habe, der bewegt werden kann und in den ich dann die anderen Farben einsetze. Nach einem Tag ist die Schicht trocken, das sieht auch schon alles sehr schön aus, aber von weitem sind die Strukturen noch nicht zu sehen. Sie sind da, aber sie müssen sichtbar gemacht werden. Und das geht jetzt in diesem Fall am besten mit Ölfarbe. Und zwar habe ich mir auf einen Teller folgende Farben gepackt. Das ist einmal natürlich wieder ganz viel Weiß, um helle Farben zu erzielen, dann ein Van Dyck Braun und ein Schwarz. Und daraus mische ich jetzt neutrale Töne, mit denen ich dann die Strukturen sichtbar machen kann. Das Auftragen der Farbe passiert dann mit dem Finger. Nimm ein bisschen Ölfarbe an den Finger, wirklich nicht viel, und reibe dann vorsichtig über diese Strukturen. Im Vergleich zum Pinsel ist der Finger insofern geeignet, als dass er dir diese Struktur nicht zuschmiert und du ganz langsam nach und nach diese Strukturen herausarbeiten kannst.
Und zum jetzigen Zeitpunkt merke ich, dass ich noch ein rundes Stück Seidenpapier einsetzen möchte. Dazu habe ich mir ein altes Stück Seidenpapier genommen, was schon ein bisschen mit Acrylfarbe bestrichen ist. Und dieses runde Stück bekomme ich gut heraus, indem ich mir eine Schablone geschnitten habe und jetzt einfach mit einer Pipette und Wasser um diese Schablone herumgehe. Ich mache gleich 3 Stücke, dann kann ich also gucken, welches Stück am besten passt, wie es aussieht. Dann habe ich eine Auswahlmöglichkeit. Das Wasser löst das Seidenpapier ein bisschen an und ganz vorsichtig kann man dann an dieser Kante entlang reißen. Das gibt auch tolle Ränder, dass es also nicht wie mit der Schere geschnitten aussieht und trotzdem ist es annähernd kreisrund. Und mit diesen 3 herausgerissenen Seidenpapierstücken kann ich jetzt probieren, was am besten aussieht, wie es aussieht, wie ich es drapiere. Das ist jetzt einfach ein Testen, ein Gucken, welches Stück passt besser, wie passt es rein. Und dann gibt es irgendwann die Entscheidung und dann wird geklebt. Das geht auch wieder mit Acrylbinder. Das Seidenpapier wird von hinten eingestrichen und dann direkt aufgeklebt. Und bei diesem Kleben schiebe ich dann auch noch das Seidenpapier wieder ein bisschen zusammen, sodass auch in diesem Extrastück Strukturen entstehen. Und als ich dann mit diesem eingeklebten Stück fertig war, mir das Ganze angeschaut habe, habe ich gemerkt, da ist irgendwo etwas unrund, das stört mich und habe mich dann kurzfristig entschlossen, einfach noch das zweite runde Stück dazu zu kleben, ein bisschen darüber, sodass diese Rundung da ausgeglichen ist und auch das wieder ein bisschen zusammenknüllen und so entsteht Struktur. Das Ganze muss jetzt erstmal festkleben. Ich gehe auch nochmal mit Binder oben drüber, um auch diese Fläche zu versiegeln. Und dann schaue ich mir das Ganze an, wenn es trocken ist, wie es ausschaut. So, nach einem halben Tag ist dann auch das eingeklebte Stück trocken. Das ist aber jetzt zu massiv für diese zarten Strukturen und diese zarten Farben in diesem Bild. Und deshalb rühre ich noch einmal ein bisschen Ölfarbe an und werde auch diese Sonne, die jetzt dort eingeklebt ist, noch einmal mit Ölfarbe diesem restlichen Farbspiel angleichen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Nach 3 bis 4 Tagen ist die Ölfarbe meistens trocken. Du kannst es auch prüfen, indem du einfach mal mit dem Finger drüber reibst. Wenn keine Farbspuren mehr zu sehen sind, dann kannst du lackieren. Und das mache ich hier bei diesem Bild in diesem Fall mit mattem Lack. Den kannst du ein bisschen mit Wasser verdünnen. Er ist sonst zu dickflüssig und dann lackierst du einfach dein Bild einmal durch und bist fertig.